In diesem Beitrag geht es um folgendes Thema auf meinem YouTube-Kanal Foto-Film-Design. Mit diesem Beitrag will ich noch einmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Scanner von Nikon tatsächlich regelmäßig zu warten und alle relevanten Bauteile für den Scanbetrieb zusätzlich zu überprüfen, ob deren Funktion auch 100% gegeben ist. Das Problem mit den Doppelbildern kann nicht nur den Nikon-Scanner für 35 mm Fotos betreffen, sondern auch unter Umständen den Mittelformat-Scanner. Dabei spielt es keine wesentliche Rolle, welches Modell es ist. Es sind alle Versionen von Nikon betroffen, da diese ähnlich für den Scanbetrieb aufgebaut sind. Konkret befasse ich mich in diesem Beitrag mit dem Nikon Coolscan 5000, bei dem das Problem aufgetreten ist. Da ich hier nur Schwarz-Weiß-Bilder mit dem Problem zeige, liegt der Tatsache geschuldet, dass ich zu diesem Zeitpunkt große Mengen an Schwarz-Weiß-Negativen von meinem Großvater digitalisiert habe und das Problem auch auf diesen Scanner zurückführen konnte. Dazu später mehr. Eine wichtige Rolle dabei spielt es, mit welchem Programm die Scanner betrieben werden. Welches Programm besser ist, muss jeder selber entscheiden. Für all diejenigen, die mit Nikon Scan arbeiten, kann ich sagen, dass bei denen sich dieses Problem nicht bemerkbar macht. Mit diesem Programm kann es keine Doppelbilder geben. Wie schon durch die anderen Beiträge von mir zu erfahren ist, arbeite ich hauptsächlich mit Silverfast. Hier tritt das Problem der Doppelbilder nur in einem speziellen Arbeitsmodus auf. Bei WScan verhält es sich wie bei Silverfast. In der Demo-Version konnte ich die Probleme mit den Doppelbildern dort auch reproduzieren. Warum kann es bei Nikon Scan keine Doppelbilder geben gegenüber den anderen Programmen? Und wann gibt es diese Doppelbilder? Die Doppelbilder habe ich bei der Mehrfachbelichtung erhalten. Diese setze ich ein, um eine höhere Dynamik zu erhalten. Weitere Informationen dazu ist in meinem Beitrag über HDR-Scan zu erfahren. Die Vorgehensweise, wie die einzelnen Programme die Mehrfachbelichtung bewerkstelligen, liegt der große Unterschied, ob Doppelbilder entstehen können oder nicht. Hierbei ist zu wissen, dass bei Nikon Scan bei der Mehrfachbelichtung das Bild nur in einem einzigen Vorgang digitalisiert wird und dabei das Bild in jeder Position entsprechend mehrfach belichtet wird. Dieser Vorgang sieht dann so aus.
In Silverfast wird der Multi-Exposure-Modus für die Mehrfachbelichtung aktiviert. In diesem Scan-Modus wird das Bild jedoch in 2 eigenständigen Arbeitsschritten belichtet. Genauso arbeitet Real-Scan bei der Mehrfachbelichtung. Das Bild wird ebenfalls in 2 Vorgängen gescannt. Bei dem Mehrfachscan von Silverfast oder Real-Scan ist es extrem wichtig, dass diese 100% deckungsgleich sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, sehen wir hier, was dabei entstehen kann. Hierbei ist es extrem wichtig, den Schmutz im Bild zu betrachten. An diesem Schmutz zum Beispiel kann man gut sehen, dass dieser doppelt im Bild zu erkennen ist. Bei Bildmotiven kann es unter Umständen nicht so einfach zu beurteilen sein. In diesem Beispiel nur durch den Schmutz deutlich zu sehen. Während in diesem Bild ist es auch im Motiv gut zu sehen. Da ich nach jedem RAW-Scan die Bilder auf den passenden Ausschnitt der Kamera oder Objektiv zuschneide, war der Fehler schnell festgestellt. So musste ich nicht Unmengen an Bilder neu digitalisieren. Mit einem zweiten Scanner von mir konnte ich das Problem auf das aktuell benutzte Gerät zurückführen. Woher kommt nun das Problem mit den verschobenen Scanvorgängen? Meine erste Vermutung war, dass es ein fehlerhafter Sensor ist, der die Position des Scanners überwacht. Dieser liegt hier im Scanner. Um an diesen zu gelangen, muss der gesamte Scanner komplett zerlegt werden, wie ich es schon in dem Beitrag 11 gezeigt habe. Nach Säubern und anschließenden Testen konnte hier der Sensor für den Fehler für das Problem ausgeschlossen werden. Im weiteren Vorgehen überprüfte und verglich ich alle Bauteile mit dem Scanner ohne den Fehler. Dabei fiel mir ein Unterschied beim Antrieb des Scanmotors auf. Hier sehen wir den fehlerhaften Scanner mit dem Bauteil und so sollte es eigentlich aussehen. Das Zahnrad hat sich nach vorne in den Scanner geschoben und sitzt nicht mehr 100% fest am Motor. Dadurch, dass das Zahnrad ein leichtes Spiel hat, kann eine Position im Bild nicht mehr beim erneuten Anfahren deckungsgleich sein. Zum Glück musste für diesen Motor der Scanner nicht komplett auseinandergenommen werden. Auch die Überprüfung dafür kann schnell vorgenommen werden. Es reicht, den Scanner zu öffnen und vorne die Metallblende abzuschrauben. Nun kann der Motor ausgebaut werden. Da das Zahnrad nicht beschädigt war, musste dieses nur noch richtig wieder auf dem Motor fixiert werden. Nach ausgiebigen Testen ist kein Fehler der Doppelbilder mehr entstanden. Durch übermäßige Beanspruchung und Vernachlässigung der Prüfung der einzelnen Komponenten konnte dieser Fehler auftreten. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilm-Design-Kanal.